Die Formulare in der deutschen Sprache, die ihr, meine lieben Deutschlernenden, vielleicht noch nicht mal ausfüllen könnt. Deswegen habe ich dieses Video gemacht, damit ihr eine Hilfe an der Hand habt und das Video zwischendurch stoppen könnt und schauen könnt, was trage ich jeweils in die leeren Plätze ein. Was muss ich hier einsetzen? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, liebe Freunde. Die Versicherungsnummer ist eine Nummer, die ich normalerweise bekomme von Rentenversicherung, von Krankenversicherung, von Autoversicherung, von Haftpflichtversicherung. Da bekomme ich normalerweise eine Versicherungsnummer, damit ich bei denen in der Datenbank eingetragen bin und die mich mit Hilfe der Versicherungsnummer recht einfach wiederfinden können, damit die nicht, meinen Nachnamen, der vielleicht auch manchmal komplizierter Art ist, einschreiben müssen und den dann immer wieder korrigieren müssen, bis sie dann endlich den richtigen Namen richtig schreiben können. Mit einer Versicherungsnummer ist das ganz einfach. Man trägt einfach die Nummer ein und zack, finden die euch dazu. Ja? Deswegen kommt da eine Versicherungsnummer rein. Genau. Dann eine Mitgliedsnummer. Eine Mitgliedsnummer ist normalerweise eine Nummer, die ich eintrage, wenn ich zum Beispiel einem Verein angehören möchte. Wenn ich zum Beispiel in einen Sportverein in Deutschland gehe, dann bekomme ich über kurz oder lang eine Mitgliedsnummer. Und hier ist genau das gleiche Spiel wieder. Wenn der Verein oder das Büro von dem Verein eine Mitgliedsnummer eingibt, dann wird mein Name, meine Anschrift und alles komplett, was ich dort hinterlegt habe, sofort gefunden. Der muss also nicht ganz umständlich ein paar Mal nach meinem Nachnamen fragen, damit er mich findet. Manche Nachnamen sind nicht ganz einfach. Genau, so eine Nummer einzutragen ist dann deutlich einfacher. Genau, die kann auch schon mal gerne mit Buchstaben und mit Zahlen in Kombination einhergehen. Tatsächlich, das gibt es auch. Dann gibt es die Kundennummer. Die Kundennummer ist eine Nummer, wenn ich zum Beispiel etwas online bestelle, in einem Versandhaus, dann bekomme ich über kurz oder lang eine Kundennummer zugewiesen. Ganz genau. Die ist dann bitte hier einzutragen, wenn das Formular das fordert. Kundennummer, Doppelpunkt, hier trage ich meine Kundennummer ein. Dann Name ist in dem Fall jetzt hier Klaus. Da ist bitte euer Name einzutragen. Mein Name, das bin ich, das ist mein Name, Susa. Da wäre dann bei mir einzusetzen, Name, Doppelpunkt, Susa. Bei diesem Menschen jetzt hier ist es der Name Klaus. Ihr setzt da bitte euren Vornamen ein. Euren Rufnamen setzt ihr da bitte ein. Dann haben wir den Geburtsnamen. Der Geburtsname ist hier bitte einzutragen oder, wenn man so ausdrücken möchte, auch der Familienname. Der Familienname ist in dem Fall hier Müller, weil der Mann komplett heißt Klaus Müller. Ja, genau. Da ist bitte dann euer Name einzutragen. Das ist klar, ne? Dann haben wir den Geburtsort. In welchem Ort seid ihr zur Welt gekommen? Das möchten die teilweise auch wissen und das auch sehr oft. Ich habe mir jetzt hier wieder die Pfannkuchenstadt als Fantasiename ausgedacht. Da ist bitte einzutragen, in welcher Stadt ihr zur Welt gekommen seid. Ja? Bitte ganz genau die Stadt richtig schreiben. In das Feld der Anschrift ist bitte genau die Straße, in der ihr lebt, einzutragen und auch die Hausnummer. Das heißt, Anschrift ist so viel wie Adresse. Wo genau lebt ihr derzeit? Nicht, wo habt ihr vorher gelebt, sondern wo lebt ihr jetzt gerade derzeit? Da ist die Straße dann bitte exakt hier einzutragen und mit der Hausnummer am Ende zu versehen. Danach kommt dann die Postleitzahl. Die Postleitzahl ist bestimmend für den Ort, wo ihr gerade lebt. Das haben die auch mit einem Zahlenkürzel gemacht. So kann man ganz schnell herausfinden, welcher Ort das ist. Das ist viel einfacher für die Suche für die Behörden. Deswegen möchten die das auch immer, dass man hier die Postleitzahl bitte richtig einträgt, weil das hinterher mit dem nächsten Feld Ort, an welchem Ort lebt ihr, mit der Postleitzahl zusammenhängend auch noch hier eingetragen werden muss. Die Postleitzahl und der Ort.
Die Postleitzahl besagt, dass das der Ort ist, der hier unten eingetragen ist. Also, wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und trägt da die Postleitzahl von einem anderen Ort ein oder hat sich die zum Beispiel ausgedacht, wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe, und trägt dann hier jetzt eine Stadt ein, die nicht zu der Postleitzahl passt, dann ist das nicht richtig. Das sollte schon richtig sein. Dann die Telefonnummer. Hier ist bitte einzutragen, welche Telefonnummer ihr gerade habt. Wo kann die Behörde euch telefonisch erreichen? Ihr habt wahrscheinlich schon ein Handy. So tragt die Handynummer bitte dort ein, die ihr habt. Wenn es denn eine deutsche Handynummer ist, dann ist die bitte natürlich sofort dort einzutragen, ganz klar. Wenn es nur eine ausländische Handynummer ist, ist die auch natürlich da einzutragen, damit man euch wenigstens erreichen kann. Aber wenn ihr hinterher ein deutsches Handy bekommt, ist das bitte zu korrigieren auf die deutsche Handynummer. Dann das Land. In welchem Land lebt ihr? Und in dem Fall ist es eigentlich ziemlich selbstverständlich, dass es Deutschland ist, weil ihr seid ja dahin gekommen, ihr wollt ja dahin. Und wir füllen das Dokument ja auch für Deutschland aus. Also ist es in dem Fall richtig, wenn man da Deutschland einträgt. Wenn man jetzt allerdings ein EU-Bürger ist und muss jetzt zum Beispiel, das ist einfach nur ein Beispiel, eine Lebensbescheinigung für eine ältere Person ausfüllen, dann ist natürlich das Wohnland für die ältere Person, die hier gerade den Antrag stellt oder die Lebensbescheinigung ausliefert an die Behörden in Deutschland, dann ist da einzutragen, dass die zum Beispiel in Italien, in Spanien, in Frankreich, in einem EU-Land lebt. Da ist das jeweilige Land damit einzutragen. Genauso ist das mit der Adresse. Da ist dann jeweils immer die jeweilige Adresse für das Land, in dem die ältere Person lebt bei einer Lebensbescheinigung. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die wissen, wo ist denn diese Person überhaupt. Ja? Sonst für euch, liebe Freunde, die das in Deutschland ausfüllen und in Deutschland leben, bitte alles so, wie wir zuvor besagt haben. Und hier ist bitte Deutschland einzutragen als Land. Ja? Dann haben wir noch für Witwen und Witwer. Witwen und Witwer sind Personen, die nach langen Jahren übergeblieben sind. Das heißt also, der Ehepartner, bei Witwen sind es Frauen, sind die Männer verstorben vor den Frauen. Und die Frauen sind in dem Augenblick dann Witwen. Und genau andersrum ist es genauso. Ein Witwer oder die Witwer, mehrere, sind Männer, die übrig geblieben sind, wenn die Ehefrau zuvor verstorben ist. Ja, leider ist das so. Hat die Berechtigte wieder geheiratet, wird jetzt hier in dem Fall in dem Satz noch angefügt. Hat die Berechtigte wieder geheiratet. Die Berechtigte oder der Berechtigte seid ihr in dem Augenblick, der das Formular ausfüllt. Ob ihr wieder verheiratet, neu verheiratet seid. Dann ist in dem Fall anzukreuzen Nein oder Ja. Wenn ihr denn das Glück gehabt habt, dass ihr eine neue liebe Person kennengelernt habt und habt die auch schon geheiratet, dann ist natürlich Ja anzukreuzen, ganz klar. Dann ist Ja bitte anzukreuzen und das ist ganz, ganz wichtig, weil das für die Berechnung der Rente, der Sozialversicherungsbeiträge und allem Möglichen sehr, sehr wichtig sein kann. Ja? Die Person, die berechtigte Person, also ihr oder die Person, für den ihr dieses Formular ausfüllt, lebt. Das ist für die Lebensbescheinigung sehr, sehr wichtig. Und hat folgende Unterlagen vorgelegt. Ein Personalausweis, einen Staatsangehörigkeitsausweis und einen Reisepass, der ausgestellt wurde am Datum, hier kommt bitte das Datum rein, wann das jeweilige Dokument ausgestellt wurde und bis wann das jeweilige Dokument gültig ist. Das sind wichtige Punkte, die da eingefügt werden müssen, bitte. Wenn der Personalausweis nicht mehr gültig ist, ist das kein Ausweis, womit ich mich irgendwo legitimieren kann. Der ist dann nicht mehr gültig, dann habt ihr kein Dokument. Dann ist der bitte beim deutschen Konsulat in dem jeweiligen Land neu zu beantragen. Als letztes ist das Datum unten links einzutragen. Das Datum ist der heutige Tag, wann ihr das Dokument oder das Formular ausfüllt. Das wäre heute der 7. Februar 2024, ist hier bitte einzutragen. Darunter ist eine Unterschrift, eine handgeschriebene oder händische Unterschrift einzutragen. Ihr müsst es bitte unterschreiben. Danach kommt dann noch einmal die Unterschrift in Druckbuchstaben. Die ist bitte auch in Druckbuchstaben einzufügen, damit die Leute sehen,
was denn diese Unterschrift hier heißt. Meistens kann man die Unterschrift nicht lesen und das ist schon mal ziemlich ärgerlich, wenn man nicht weiß, was das jetzt hier sein soll und wer hier gerade was unterschrieben hat. Ja? Das muss nämlich nicht immer mit dem übereinstimmen, mit dem, was hier oben steht. Es könnte sein, dass ihr, liebe Kinder, für eure Mutter oder Oma eine Lebensbescheinigung einholen wollt. Dann müsst ihr das bitte unterschreiben. Ja? Wenn man dann hinterher noch die Unterschriften in Druckbuchstaben drunter schreibt, passt das alles. Ja? Liebe Freunde, es hat mich sehr gefreut, dieses Video für euch zu machen. Schaut euch das Video bitte an, wenn ihr Formulare ausfüllt. Ich glaube, dass euch das sehr gut helfen kann. Ja? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich lege euch am Ende dieses Videos eine Infokarte rein mit dem Thema Siezen und Duzen. Das ist ganz, ganz wichtig in Deutschland. Die Leute sind nämlich ganz schön pikiert, wenn ihr herkommt und duzt die Leute vom Amt. Das macht man nicht in Deutschland. Bitte unbedingt auch anschauen. Das Video hinterlege ich euch hier am Ende von diesem Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.